Willkommen bei Dano Calisthenics. Mein Name ist Achim, ich bin Calisthenics-Athlet und mein Ziel ist es, euch besser in dem Sport zu machen oder euch dabei zu helfen, damit zu starten. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euren ersten Klimmzug hinbekommen könnt oder was ihr tun könnt, wenn ihr vielleicht schon Sport oder Krafttraining betreibt, aber trotzdem keinen Klimmzug hinbekommt. Das Video ist aber genauso für dich, wenn du gar keinen Sport oder Calisthenics oder Krafttraining betreibst und damit jetzt erst starten möchtest. Der Klimmzug ist eine grundlegende und vielleicht sogar die wichtigste Kraftübung für die ziehende Muskulatur. Also für den Rücken, die Arme, dabei vor allem für den Bizeps und die Unterarme und den Schultergürtel und ebenfalls für die dabei stabilisierende oder assistierende Muskulatur. Wenn ihr also einen Klimmzug beherrscht, hat das sehr viele Vorteile für euch und für euer Training, weil ihr mit ihm eure Zugmuskulatur, die ja eine wichtige Komponente eures Körpers ist, so effizient und so natürlich wie mit kaum einer anderen Übung trainieren könnt. Es zahlt sich also wirklich aus, einen Klimmzug und dann auch weiterführend mehrere Klimmzüge zu lernen. Das schafft man dann am besten dadurch, dass man einfach versucht, immer mehr und mehr hinzubekommen. Wenn ihr keine Klimmzüge könnt, müsst ihr euch im Training meistens nur mit minderwertigen Übungen zufrieden geben, die oft nicht so viel bringen. Außerdem kann es großen Spaß machen und motivierend sein, es als Ziel zu haben, einen oder mehrere Klimmzüge zu schaffen. Wir werden uns jetzt zuerst einmal anschauen, wie ein richtiger Klimmzug überhaupt aussieht und was zu beachten ist. Und dann werden wir uns ansehen, wie man ihn lernen kann und welche Fehler, die trotz regelmäßigen Training dazu führen können, dass man ihn nicht hinbekommt, oft gemacht werden. Wenn ihr glaubt, die richtige Ausführung schon zu kennen und direkt zu dem Teil im Video springen wollt, in dem ich erkläre, wie man ihn lernen kann, dann könnt ihr jetzt zu der Zeit, die hier eingeblendet ist, vorspulen. Ansonsten starten wir erst. Los geht's! Grundsätzlich gibt es nur zwei grundlegende Regeln, die ihr beachten sollt, wenn ihr mit dem Klimmzug einen ordentlichen Trainingsreiz setzen wollt. Man könnte zwar noch auf alle möglichen Details eingehen und eine Wissenschaft aus der Ausführung machen, aber ich glaube, als Anfänger hat man davon relativ wenig. Erstens solltet ihr den kompletten Bewegungsradius ausnutzen, um nicht in einer Position stärker als in der anderen zu werden oder um nicht zu verkürzen oder unausgeglichen zu werden. Ihr solltet also aus dem kompletten Hang bis ganz nach oben, also wirklich so hoch wie es geht, ziehen. Dabei führt ihr sozusagen eure Ellbogen unter eure Schultern und dann weiter zum Körper hin, bis es sozusagen nicht mehr weitergeht. Darauf müsst ihr allerdings nicht besonders achten, sondern das werdet ihr automatisch tun, wenn ihr versucht, bis nach ganz oben zu ziehen. Zweitens solltet ihr darauf achten, dass ihr keinen Schwung nehmt, weil das indirekt auch dazu führt, dass ihr in einer Position stärker werdet oder mehr zieht als in einer anderen. Später, wenn man stärker ist, kann man darauf achten, den kompletten Körper gerade und unter Spannung zu halten und die sozusagen perfekte Form würde so aussehen. Am Anfang ist es aber auch nicht schlimm, wenn ihr zum Beispiel eure Beine beim Ziehen anwinkelt, solange ihr dabei keinen großen Schwung generiert. Euer Griff sollte möglichst fest sein, damit ihr die Kraft gut übertragen könnt. Dazu könnt ihr auch gerne Magnesium verwenden. Am besten greift ihr mit euren Händen so, dass ihr euch sozusagen in den Griff reindreht und mit dem Daumen Finger umschließt. Wenn ihr mehr zum perfekten Grip wissen wollt, dann könnt ihr das Video, das ich dazu schon gemacht habe, ansehen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Den Klimmzug kann man proniert oder auch supiniert machen. Hier im Video werde ich alles anhand der pronierten Version erklären, weil die auch sinnvoller ist, um sich auf andere weiterführende Übungen vorzubereiten. Allerdings ist Abwechslung auch gut und ihr könnt alles, was ich hier erkläre, auch auf die supinierte Version anwenden. Die ist für viele Anfänger leichter und es werden so teilweise die Muskeln, wie zum Beispiel der Bizeps, ein wenig anders trainiert, beziehungsweise ein paar Stränge werden mehr getroffen und ein paar weniger. Wenn ich nur eine Art machen dürfte, dann wäre das der pronierte Klimmzug, aber vermutlich ist eine Mischung am besten. Ihr könnt also auch den supinierten Klimmzug trainieren, wenn ihr wollt. In den Ringen machen Klimmzüge ebenfalls Sinn, weil ihr hier noch natürlicher ziehen könnt und weil die Ringe der natürlichen Drehbewegung eurer Hände folgen. Für manche sind sie deswegen hier auch leichter. Alles, was ich hier erklären werde, gilt also ebenfalls für die Ringe, genauso wie für den supinierten Klimmzug. Einen Link zu den Ringen, die ihr hier seht, und zum restlichen Equipment, das in diesem Video verwendet wird, findet ihr übrigens in der Videobeschreibung, falls es euch interessiert. So, jetzt wissen wir mal, wie das Ganze aussehen sollte. Natürlich wollen wir jetzt aber auch wissen, wie man da überhaupt hinkommt. Was wirklich wichtig ist, um den Trainingsprozess zum Klimmzug zu verstehen, ist es, dass es sich bei einer Übung, für die man zum jetzigen Zeitpunkt noch zu schwach ist, immer um eine Maximalkraftbelastung handelt. Also eine Belastung, die für die trainierende Person sehr schwer und sehr intensiv ist. Maximalkraftbelastungen dauern nur sehr kurz an, wenn man eben nicht stark genug ist, um mehrere Wiederholungen zu machen oder eine Übung länger zu halten. Darauf sollte man den Körper also auch einstellen, wenn man einen Klimmzug lernen will und noch keinen schafft. Ob etwas als Maximalkraftbelastung zählt, hängt nämlich nicht davon ab, ob eine Übung für viele andere vielleicht schwer oder leicht ist. Es hängt nur davon ab, wie relativ schwer sie für denjenigen ist, der die Übung machen will oder können will. Um jetzt für eine Maximalkraftbelastung zu trainieren, sollte man Übungen machen, die einen nur recht kurz und dafür aber sehr intensiv fordern. Außerdem ist es unglaublich wichtig, dass man die Zielbewegung beim Training möglichst realistisch nachahmt. Ihr werdet nämlich zu einem sehr großen Teil auch dadurch stärker,
dass ihr lernt, die Bewegung effizienter auszuführen und dass euer Nervensystem lernt, die Muskeln effizienter anzusteuern. Aus diesem Grund sind negative Holds und Versuche die mit Abstand wichtigsten Übungen, um einen Klimmzug zu lernen, weil er dabei die gesamte Bewegung oder Positionen der Bewegung identisch nachahmt und auch nur eine relativ kurze, aber dafür sehr intensive Belastungszeit hat. Schauen wir uns die 3 genauer an. Erstens, negative. Bei den negativen Klimmzügen geht ihr an eine niedrigere Stange oder stellt auch etwas unter die Stange, um hochzukommen und versucht dann, so langsam wie möglich von ganz oben bis ganz nach unten zu sinken. Für die Ausführung gilt genau das gleiche wie beim normalen Klimmzug. Achtet darauf, euch nicht fallen zu lassen, sondern kämpft mit aller Kraft dagegen und ganz wichtig, startet wirklich ganz oben und lasst euch auch wirklich bis ganz nach unten sinken. Ein häufiger Fehler ist es hier schon in der Mitte der Bewegung aufzuhören und wenn ihr das macht, bringt die Übung nicht so viel, weil ihr den unteren Teil der Bewegung dann weniger mittrainiert. Zweitens, Holds. Ihr könnt euch auch nur in der mittleren oder der obersten Position des Klimmzugs halten. Auch hier gilt wieder das gleiche für die Ausführung. Kämpft so gut und lange dagegen, wie ihr könnt, um einen optimalen Reiz zu erzeugen. Wenn ihr Probleme dabei habt, einen Klimmzug bis ganz nach oben zu ziehen, dann würde ich es euch empfehlen, eher in der oberen Position Holds zu machen. Ansonsten könnt ihr beides machen. Falls ihr absolut zu schwach für negative oder Hold seid und dabei nicht mal einen Bruchteil einer Sekunde dagegenhalten könnt, dann könnt ihr anfangs auch einfach nur so lange wie möglich an der Stange hängen, um Grundkraft aufzubauen. Das wäre dann sozusagen ein Hold in der untersten Position. Drittens, Versuche. Ab dem Zeitpunkt, zu dem man schon ein bisschen nach oben kommt, ist das die wichtigste Vorübung. Und auch wenn ihr denkt, ihr seid noch nicht stark genug dafür, dann solltet ihr es trotzdem ab und zu probieren. Einfach zu versuchen, aus der untersten Position so hoch wie es geht, ganz nach oben zu kommen, wird euch sehr dabei helfen, stärker zu werden, weil ihr dabei den realistischsten Reiz überhaupt setzt und sich euer Körper somit auch ideal anpassen kann. Wenn ihr es zum Beispiel nicht schafft, bis ganz nach oben zu ziehen, dann könnt ihr auch Versuche machen und nachher eben Holds in der obersten Position oder negative, bei denen ihr eben von ganz oben startet. So trainiert ihr den Teil der Bewegung auch mit. Versuche, bei denen ihr von ein bisschen weiter oben startet, könnt ihr auch ab und zu machen. Allerdings wäre ich damit sehr vorsichtig, weil sie einen leicht dazu verleiten, dass man dann immer nur den oberen Teil der Bewegung trainiert und aber im unteren Teil der Bewegung schwach bleibt und letztendlich nie von unten rauskommt. Seid bei den Versuchen konzentriert und kämpft wirklich, um nach oben zu kommen. Manchmal kommt man nur ganz langsam nach oben und muss kämpfen, bis es sich ausgeht. Gebt also nicht frühzeitig auf. Vor allem die Versuche, oder falls ihr die noch nicht schafft, auch die anderen beiden Übungen, solltet ihr so oft wie möglich machen, wenn ihr schnellstmöglich einen Klimmzug lernen wollt. So oft wie möglich heißt, so oft, wie es eure Kraft und eure Regeneration zulässt. Wenn ihr euch nur sehr schlecht regeneriert oder schlapp und schwach fühlt, kann es natürlich auch Sinn machen, mal eine Pause zu machen. Falls das nicht der Fall ist, könnt ihr je nach eurer Zeit und euren Prioritäten aber wahrscheinlich 4 bis 7 Mal die Woche für den Klimmzug trainieren. Weil ihr möglichst frische Kraft haben solltet, wenn ihr eine Maximalkraftbelastung mit hoher Qualität durchführen wollt, würde ich es euch empfehlen, die Übungen eher am Anfang eures Trainings nach den Aufwärmen zu machen. Ihr könnt sie dann so lange machen, bis ihr sie nicht mehr ordentlich hinbekommt. Außerdem solltet ihr zwischen den einzelnen Sätzen oder Versuchen ruhig ein wenig Pause machen oder etwas anderes machen, bei dem nicht dieselben Muskeln beansprucht werden. Es ist für den Körper wirklich wichtig, dass ihr qualitativ möglichst hochwertige Versuche macht, damit er sich richtig anpassen kann und damit die Bewegung richtig eingelernt wird. Das geht nur, wenn ihr nach einer Übung nicht nur vielleicht 20 oder 30 Sekunden Pause macht und dann gleich wieder weitermacht, sondern dazu solltet ihr ruhig eine längere Pause von vielleicht 1 bis 4 Minuten machen, nachdem ihr 1 oder 2 oder vielleicht sogar 3 Wiederholungen von den Übungen, die ich vorhin gezeigt habe, gemacht habt, bevor ihr wieder startet. Wenn ihr zum Beispiel zu Hause oder am Arbeitsplatz eine Stange oder eine Möglichkeit zum Hängen habt, könnt ihr die Übungen auch immer wieder über den Tag verteilt machen. Es ist wie gesagt nur wichtig, dass ihr in Summe möglichst viel zusammenbekommt. Was ihr zum Beispiel auch machen könnt, wenn ihr noch keine der 3 erklärten Übungen hinbekommt oder wenn ihr eine Zugübung im Training dabei haben wollt, von der ihr auch mehrere Wiederholungen schafft, was ja auch nicht schlecht ist, um die Zugmuskulatur auf andere Art und Weise zu kräftigen, ist es, Rudern in euer Training einzubauen. Diese Übung ist viel leichter und es werden aber trotzdem fast die gleichen Muskeln wie beim Klimmzug trainiert. Auch hierbei zieht ihr euch aus dem kompletten Hang und diesmal in Richtung Brust so nahe wie es geht zur Stange. Den Körper solltet ihr unter Spannung behalten und die Schwierigkeit könnt ihr durch die Stangenhöhe oder durch den Standwinkel selbst einstellen. Auch das Rudern könnt ihr theoretisch proniert oder supiniert machen. Diese Übung und auch andere Übungen für die Zugmuskulatur können natürlich sehr hilfreich sein, wenn es darum geht, den Körper für den Klimmzug vorzubereiten. Und es kann natürlich auch sinnvoll sein, Ausdauertraining zu betreiben, wenn man zum Beispiel zu viel Fett hat und sich deswegen beim Klimmzug schwer tut. Aber wenn man all das machen will, dann sollte man das eben in der richtigen Reihenfolge in sein Training einbauen. Ein Fehler, den sehr viele nämlich machen, ist es, dass sie solche Übungen vor oder anstatt den Maximalkraftübungen machen.
So bekommt der Körper allerdings nicht die nötigen Maximalkraftreize, um sich steigern zu können, und in den meisten Fällen wird es bei weitem nicht die effizienteste Art sein, einen Klimmzug zu lernen. Einen anderen Fehler, den ich häufig sehe, ist, dass sehr viel mit Gummibändern gearbeitet wird, um den ersten Klimmzug zu schaffen. Bänder können zwar für sehr vieles sehr hilfreich sein, aber in manchen Fällen hindern sie einen nur am Fortschritt, und zwar dann, wenn man sie nur aus Gemütlichkeit verwendet. Es kann zwar nützlich sein, ab und zu möglichst leichte Bänder zu verwenden, um die Bewegungsausführung zu lernen. Ich würde es allerdings nicht so oft machen, da die Bänder beim unteren Teil der Bewegung verhältnismäßig viel mehr helfen als beim oberen Teil. So könnt ihr dann wiederum keinen realistischen Reiz setzen, und da ist es um ein Vielfaches effektiver, einfach die anderen Übungen zu machen. Bänder zu verwenden, mit denen ihr viele Wiederholungen schafft, obwohl ihr sonst keinen einzigen Klimmzug könntet, bringt aus den vorhin beschriebenen Gründen außerdem sowieso kaum etwas, weil es einfach zu leicht wird. Auch Hilfsmaschinen, wie sie zum Beispiel in einigen Fitnesscentern zu finden sind, oder andere Maschinen, können natürlich auch hilfreich sein, um den Körper entsprechend vorzubereiten. Das Effektivste ist es aber trotzdem noch immer, möglichst realistische Reize zu setzen, und bei fast allen Maschinen oder Hilfsgeräten ist irgendein Parameter, wie zum Beispiel der Hebel, verändert, und dadurch ist es dann auch nicht so effektiv. Die Maschinen haben immer nur einen begrenzten Nutzen. Macht es also nicht so kompliziert, wenn es auch einfach geht. Falls ihr mir nicht glaubt, dann probiert beide Methoden aus und vergleicht dann die Fortschritte. Wenn ihr also einen Klimmzug lernen wollt, dann ist es in erster Linie wichtig, Versuche, Holds oder Negative zu machen, weil die einfach die realistischsten Vorübungen sind. Alles andere schadet wie gesagt auch nicht, und es macht ja auch Sinn, Variationen oder Übungen, von denen ihr mehrere Wiederholungen schafft, in euer Training einzubauen. Das solltet ihr halt aber in der richtigen Reihenfolge machen, um euch die Kraft richtig einzusparen. Macht die Übungen so oft wie es für euch möglich ist und bleibt konstant am Training dran, bis ihr euer Ziel erreicht habt. Für alle, die jetzt ganz konkret wissen wollen, wie das Training für die erste Wiederholung aussehen könnte, habe ich hier einen beispielhaften Plan. Nach dem Warm-up macht ihr zuerst 8 Runden von der jeweils für euch schwierigsten möglichen Vorübung, also Negative, Versuche oder Holds. Ihr könnt auch zum Beispiel 4 Runden Versuche machen, und wenn ihr dann nichts mehr hinbekommt, die anderen 4 Runden lang Holds machen. Zwischen diesen 8 Sätzen macht ihr jeweils 1 bis 4 Minuten Pause, oder ihr macht etwas anderes für eine andere Muskelgruppe. Nachdem ihr 8 oder vielleicht auch mehr, oder falls es gar nicht geht, weniger Runden gemacht habt, macht ihr im Training noch jeweils 6 Mal so viele Wiederholungen vom Rudern, wie es geht. Hier macht ihr dann 1 bis 3 Minuten Pause, und auch hier könnt ihr dazwischen ruhig etwas anderes machen. Dieses ganze Programm macht ihr dann 3 bis 4 Mal die Woche. Wenn ihr es nur 2 Mal macht, ist es auch nicht so schlimm, aber wenn es weniger wird, wird es wahrscheinlich kritisch, dass ihr wirklich Fortschritte zu sehen bekommt. Bitte beachtet, dass das hier nur ein Beispiel ist. Ihr könnt das zum Beispiel zusätzlich in euren jetzigen Trainingsplan integrieren. Wenn ihr noch mehr als ihr steht schafft, dann könnt ihr natürlich auch mehr machen. Aber das wäre eben eine von sehr vielen Möglichkeiten zu starten. Wenn ihr außerdem merkt, dass für euch etwas komplett anderes besser funktioniert, dann ändert es ruhig. Wenn nicht, ist es aber auch in Ordnung. Wichtig ist es wie gesagt vor allem nur, dass ihr in Summe möglichst viele für euch schwere Übungen macht. Versucht euch immer um euer Limit herum zu bewegen und wählt keine leichteren Variationen, weil ihr auch eine schwerere schaffen würdet. Ihr könnt ja ab und an ausprobieren, ob vielleicht mehr geht, als ihr sonst macht. Wenn ihr euren ersten Klimmzug dann hinbekommen habt, dann bleibt weiterhin dran und versucht so, wie zuerst bei den Versuchen, weiterhin mehr und mehr Wiederholungen zu schaffen. So werdet ihr euch gut steigern können. Sobald ihr dann mehrere Wiederholungen schafft, könnt ihr vom Nutzen, den Klimmzüge mit sich bringen, profitieren und sie regelmäßig in euer Training einbauen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann könnten euch die anderen Videos auf diesem Kanal, sowie zum Beispiel das Video zum Anfangen mit Calisthenics, weiterhelfen. Ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe, ich habe euch helfen können, und ich wünsche euch viel Erfolg bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal.